Bei freier Software ist es so, dass die Software einem immer 4 Rechte gewähren muss. Und diese 4 Freiheiten, dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern, das ist das, was freie Software ausmacht. Bekommen wir aber nicht hin, wenn alle unsere Entwicklerinnen ständig an den gleichen Problemen arbeiten und die 100. Software für was machen, sondern das kriegen wir hin, indem wir untereinander teilen, indem wir aufeinander aufbauen. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir diese radikale Änderung letztlich auch in unserer Gesellschaft erreichen wollen, dann erreichen wir das nicht gegen Unternehmen, sondern mit Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Adfinis Open Talk. Heute wieder mit 2 sehr spannenden Kollegen und Gästen. Matthias, magst du kurz beginnen? Ja, mein Name ist Matthias Kirschner. Ich bin Präsident der Free Software Foundation Europe und bin dort seit 2004 aktiv und seit 2009 dann hauptamtlich angestellt von der FSFE. Sehr schön. Vielen Dank für dein Kommen, für deine weite Reise. Lukas, du bist etwas weniger weit gereist. Magst du dich auch kurz vorstellen? Ich bin Software-Engineer bei der Adfinis, bin vor allem im Cloud-Bereich unterwegs und schon sehr lange ideologisch für Open Source am Einstehen. Meine Wenigkeit Nicolas Christen, ich bin CEO von der Adfinis und ich freue mich sehr, heute zu diesem Thema Free Software mit euch zu diskutieren. Wir haben einige Fragen, die wir sehr konträr auch diskutiert haben, schon intern. Ich freue mich sehr, jetzt heute jemanden dabei zu haben, der wirklich was von der Materie weiß und nicht nur Halbwissen hat wie ich. Aber wir werden sehen, wo wir da heute landen. Es wäre schön, wenn ihr den Kanal abonniert, dort irgendwo auf diese Glocke klickt, dass ihr da von uns auch Notifications kriegt, wenn wir ein neues Video machen. Als erste Frage, weil wir wissen, welche Linux-Distro benutzt du? Bei mir ist es gerade ein Debian GNU Linux und dann noch ein paar andere auf anderen Geräten. Sehr gut. Und auf deinem Mobiltelefon, was ist da drauf? Da ist im Moment ein Calyx OS drauf, weil wir da so Workshops gemacht haben, bei denen wir das Leuten gezeigt haben, wie man darauf Telefone, andere ROMs drauf flashen kann. Und da hat man viel auch mit Calyx gemacht und das ist da gerade drauf, weil da F-Droid auch direkt integriert ist. Das ist so ein freier App Store. Dann kommen wir doch weg von Betriebssystemen zu Software hin. Chromium oder Firefox? Firefox. Thunderbird oder Evolution? Oh, keins von beidem. Ich war sehr, sehr lange Mat-User und hatte dann aber vor längerer Zeit gewechselt auf einen Mail-Client, der Asteroid heißt. Das ist ein Not-Much-Interface und ja, das ist... Ein Hacker-E-Mail-Client also. Welche proprietäre Software oder Hardware oder welchen Service in welchem Bereich siehst du noch keine genügend gute freie Alternative? Wo siehst du Potenzial noch? Ja, also ich hatte, gibt noch einige Bereiche so, also jetzt im privaten Leben hatte ich während Corona dann das Problem, ich möchte gerne raus, es ist schwierig das mit den Öffentlichen zu machen. Und es ist sehr, sehr schwer, sich ein Auto zu mieten mit freier Software. Das ist einer der Bereiche, die sehr, sehr schwer war. Ist auch andere Mobilitätssoftware, also oft wenn halt von den Anbietern öffentlicher Nahverkehr, wenn man sich ein Ticket kaufen oder so. Aber jetzt, also bei der Sache, um ein Auto zu mieten, da habe ich dann einen Kompromiss gemacht, weil ich selber kein Auto habe. Ein Auto selbst sehr, sehr viel proprietäre Software auch mit beinhaltet und ich dann da nach langer Diskussion mit der Familie mich entschieden habe, dass ich diese App mal installiere. F-Droid, da bist du auch involviert, glaube ich, oder? Magst du ganz kurz den ZuschauerInnen erzählen, was F-Droid ist und was man damit machen kann? Also F-Droid kann man sich vorstellen als ein App Store für freie Software für die Android-Plattform, dass man dort Apps suchen kann, installieren kann und alle diese Apps dort sind freie Software. Also das ist gleichzeitig ein Katalog und eine App für Android und dadurch kann man eben auf dem Android-Betriebssystem dann freie Software installieren. Und das ist, viele von den Programmen, die dann in F-Droid sind dann halt auch, die sind alle geprüft. Da werden ganz viele Komponenten auch mit rausgenommen oder also so Tracking und sowas mit entfernt und dann so aufbereitet, dass das für die
Menschen, die das installieren, transparent ist, was das dann letztlich ist. Ob das irgendwie Abhängigkeiten zu proprietären Diensten hat, ob das irgendwie Verhalten mit aufzeichnen möchte. Und genau, das ist bei F-Droid. Da weiß ich einfach, dass alle Software, die ich daraus installiere, einem selbst die Freiheiten geben, dass man die verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern kann. Und F-Droid war längere Zeit sehr so organisiert, dass die Leute haben halt mitgemacht, haben sich untereinander koordiniert. Und dann ist aber der Bedarf auch gesehen worden, dadurch, dass das so ein wichtiger Bestandteil mittlerweile ist, das Mobiltelefon, und dadurch auch F-Droid immer wichtiger wird, dass es dort auch eine Organisationsform geben sollte. Und da ist dann ein Board, also eine Organisation aufgesetzt worden. Da gibt es auch ein Board, und ich bin einer von den Menschen, die da mit in dem Board sind, neben anderen Leuten, die da noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen als ich jetzt und da aktiv sind neben der Community. Sehr cool. Ich nutze F-Droid auch. Vielen Dank für dein Engagement auch an dieser Stelle in dem Sinne. Bei dir weiß ich, dass du es nicht nutzt. Du hast kein Handy, also von daher kannst du da wahrscheinlich nicht mitreden. He? Aber du hast auch schon fast übergeleitet zu meinem eigentlichen Thema, das ich gerne ansprechen will. Du hast die 4 Freiheiten auch erwähnt. Da sind wir dann auch schon sehr nah bei der Mission, vielleicht auch bei der Vision der Free Software Foundation Europe. Kannst du unseren ZuhörerInnen kurz erklären, für was ihr euch dort einsetzt, was eure Ziele sind, was ihr dort anstrebt und wie ihr da vielleicht auch generell aufgestellt seid, was ihr für Projekte am Laufen habt? Also unser Ziel ist es, Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik zu unterstützen. Wir wollen die befähigen, dass Computer oder Software das macht, was ich selbst als Nutzer, Nutzerin von einem Computer, von einer Software mitmachen möchte. Und dass es nicht so ist, dass ich mich an das anpassen muss, was ein Entwickler, Entwicklerin von der Software vorgegeben hat. Also freie Software ist ja diese Komponente, die das mit unterstützt. Bei freier Software ist es so, dass die Software einem immer 4 Rechte gewähren muss, also 4 Freiheiten. Daher kommt auch freie Software. Und das ist, dass man diese Software für jeden Zweck verwenden können muss. Also da darf nicht irgendwie einem etwas verboten werden, dass man du darfst das für wissenschaftliche Zwecke einsetzen, aber nicht, wenn du damit eine Firma gründen willst. Oder du darfst das in dem Land verwenden, aber nicht in dem anderen. Oder du darfst das nur verwenden, wenn du Staatsbürger dieses Landes bist, aber nicht, wenn du aus einem anderen Land kommst. Das sind alles Dinge, die nicht erlaubt sind bei freier Software. Freie Software ist nicht diskriminierend, wer das für was verwendet. Weiterhin ist es so, dass man die Funktionsweise der Software verstehen können muss oder darf. Und zwar dadurch, dass man diesen Quellcode, also der Quellcode, so dieses Kochrezept des Programmes, so, das, was menschenlesbar ist, dass man das mitbekommt, um nachvollziehen zu können, was macht die Software eigentlich. Das bringt mich jetzt zum nächsten. Verwenden, verstehen. Der nächste ist verbreiten, also weitergeben. Wenn ich selbst ein Problem für mich gelöst habe, dann darf ich dir die weitergeben, die Software, und du hast das Problem auch nicht mehr oder nicht mehr ganz so, wie du das vorher hattest. Und das darf ich auch machen, indem ich dir das einfach kostenlos weitergebe oder aber auch, ich sage so, oh, für das Problem, da habe ich aber bei uns in der Firma einige Leute dran gesetzt, die da ein paar Jahre dran geschrieben haben, ja. Da hätte ich gerne ein Entgelt dafür. Das darf ich auch machen. Aber ich habe immer die Möglichkeit, dass ich das weitergebe. Und wenn du das hast, wenn du das von mir bekommen hast, dann kannst du das auch wieder weitergeben an jemand anders. Und neben den 3 Freiheiten ist es dann eben noch wichtig, dass man die Software auch verändern darf. Eben um das zu ermöglichen, dass wir Software auf unsere Bedürfnisse anpassen, für mich als Individuum, für mich als Organisation, als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft, dass wir Regeln ändern können, Abläufe ändern können, auf das optimieren können, wie wir Abläufe bei uns im Betrieb haben, wie ich eben selbst als Person was haben will, ohne dass ich mich für komplett anders verhalten muss. Und diese 4 Freiheiten, dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern, das ist das, was freie Software ausmacht. Dafür treten wir ein als FSFE und sind da eben der Ansicht, dass das eine wichtige Komponente von einer Demokratie ist, weil es eben mitentscheidet, wie viel Macht haben Menschen über andere. Ich denke, es ist ein sehr großes, komplexes Thema auch. Ich selber bin auch früh schon zu diesem Thema gestoßen. Es war für mich dann schlussendlich auch ein wichtiger
wie soll ich sagen, ein wichtiger Schritt in meinem Leben. Ich bin aus einer Firma gekommen, die sich nur um proprietäre Software gekümmert hat. Ich habe dann festgestellt, wie mir die Hände gebunden waren, da etwas zu verändern. Und ich habe dann in diesem Moment eben den Wert von freier Software erkannt und bin dann anfangs 20 in diesen Bereich gerutscht und habe dann viel dazugelernt, eben auch über öffentliche Quellen, über öffentliche Diskussionen mit anderen und bin dann so später auch bei der Radfinis gelandet, wo wir auch dieses Thema zu einem Teil unserer DNA gemacht haben. Ich denke, wichtig ist eben auch den Diskurs führen und viele Leute dafür begeistern. Und da hast du zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ein sehr spannendes Buch auch geschrieben, Ada und Zangemann. Von daher spannend vielleicht auch von dir zu hören, was war so deine Motivation dazu? Also meine Motivation ist so ähnlich ein bisschen wie Entwicklerinnen oft. Ne? Man hat ein Problem und versucht das erstmal für sich selber zu lösen und merkt dann, oh, die Lösung könnte ja auch für andere Leute hilfreich sein. Und also bei mir war das erstmal, ich wollte meinen eigenen Kindern mit erklären, was ist mir wichtig. Ich wollte die vorbereiten auf eine Welt, in der die immer mehr von Computern umgeben sein werden, immer mehr Bereiche ihres Lebens werden durch Computer beeinflusst werden. Und da wollte ich die darauf vorbereiten, dass die sich da schon ein bisschen Gedanken drüber machen. Und ich hatte dann rumgefragt, ob Leute gute Bücher kennen, die so ein bisschen Software und Hardware erstmal so erklären. Am liebsten natürlich freie Software, ne? Aber allein schon das schon mal gut, so in so eine einfache Form. Und da habe ich so ein paar Antworten bekommen, aber das war alles für sehr viel Ältere, oft auch schon mehr technisch. Und ich habe dann gedacht, irgendwie das ist es nicht so richtig. Und was ich dann einfach gemacht hatte, war, ich habe abends vorm ins Bett gehen so aus dem Stegreif immer irgendwelche Geschichten mir ausgedacht zu Computer, Software, irgendwelche so ein bisschen was so eingebaut, was gerade so generell so passiert ist am Tag oder die Tage vorher oder was wir wo in der Sendung mit der Maus gesehen haben oder so, ne? Und daraus ist dann so mehr und mehr durch die Rückmeldung so eine Geschichte geworden, wo ich dachte so, ach, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mit der FSFE gesprochen und hatte gemeint, so ja, ich habe hier mit was angefangen. Ich habe da auch schon so eine Geschichte, so eine Grobform. Könnte ich mal noch eine Kinderbuchlektorin an Bord holen und dass die mal schauen kann, so wie weit ist es denn, passt das oder passt das nicht. Und ja, dann habe ich da erstmal mit der Kinderbuchlektorin gearbeitet weiter und da ist es dann raus entstanden, dass wir dann noch eine Illustratorin dazu geholt haben, dass wir dann einen Verlag gefunden haben, hier bei der deutschen Ausgabe O'Reilly oder dann auch später bei der englischen No Starch Press. Und ja, da ist es dann mit viel Rückmeldung von vielen Menschen zu komplizierten Fragen wie visualisiere ich Software in einem Buch? Und ja, so ist das so mit entstanden. Und eigentlich war es für Kinder geschrieben. Letztlich haben wir viele Rückmeldungen gekriegt. Ich habe das meinem Chef geschenkt. Endlich versteht der mal freie Software. Oder ich habe das hier super, kann man super seinen Kunden verschenken. Oder ich habe das meinen Eltern geschenkt. Endlich verstehen die mal, warum ich hier immer so viel am Computer sitze und mich hier reinhänge und warum ich das so mache, dass andere Leute das weiter nutzen können und ich das nicht so mache wie ein paar andere Leute. Und also das war so dann die Rückmeldung, die da kam. Sehr schön, ja. Ich fand es wirklich ein sehr gut illustriertes Buch. Es ist alles so dargestellt, dass man eben sehr schnell auch die komplexen Zusammenhänge wirklich auch begreift. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, aber eben auch wunderbar visualisiert. Also Gratulation zu diesem Werk. Ich denke, es ist wirklich etwas, was auch für unsere ZuhörerInnen im Prinzip spannend ist, wenn ihr da vielleicht mal reinschaut. Ada und Zangemann, wirklich ein Vergnügen, das sich zu Gemüte zu führen. Sehr schön. Du arbeitest also schon an der nächsten Generation von Free Software Begeisterten. Ich denke, wir können da vielleicht auch mal überleiten zu einem etwas kontroverseren Thema, das zumindest bei uns in der Radfinis auch sehr kontrovers diskutiert wird. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Projekte gesehen, die von einer freien Lizenz zu einer proprietären Lizenz gewechselt haben. Da zähle ich zum Beispiel MariaDB dazu oder auch MongoDB und jetzt vor kurzem auch HashiCorp. Und das Ganze schwingt oft unter dem Begriff Freerider-Problem oder auch Freeloader-Problem. Und ich denke, es ist spannend, das zu diskutieren. Ich denke, eine der wichtigen Freiheiten, eben dieser 4 Freiheiten, die du genannt hast, ist eben auch, dass man
Software so einsetzt, wie man will und es eben auch weitergeben kann. Und wenn man dann im Prinzip die Hyperscaler anschaut, die unter Umständen eine Software halt nehmen, sie als Dienst anbieten, aber nicht zurückcontributen, dann werden die dann oft als Freerider bezeichnet, eben weil sie halt frei mitfahren. Vielleicht leisten sie auch einen Beitrag, indem sie die Software eben anbieten. Da kann man dann viel darüber diskutieren. Die Frage ist, wo gibt es da vielleicht eine Grenze? Was ist Fair Use und was ist vielleicht Exploiting? Schwierig, das irgendwie fassbar zu machen, und trotzdem scheint es bei verschiedenen Firmen als ein Problem wahrgenommen zu werden, dass eben ihr Produkt genommen wird, angeboten wird, aber nicht daran mitgearbeitet wird. Also die FSFE hat seit ihrer Gründung 2001 sehr starken Fokus mit drauf gelegt, dass freie Software verkauft werden darf. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir diese radikale Änderung letztlich auch in unserer Gesellschaft erreichen wollen, dann erreichen wir das nicht gegen Unternehmen, sondern mit Unternehmen. Dass wir Unternehmen zeigen, wie kann ich davon profitieren, dass ich etwas ethisch Richtiges mache, etwas, was gut für unsere Gesellschaft mache. Wie kann ich davon wirtschaftlich trotzdem profitieren? Wir motivieren alle dazu, dass sie für freie Software genauso viel bezahlen oder mehr dafür bezahlen als für proprietäre Software. Weil bei freier Software ist es so, dass ich eine Software bekomme und nicht abhängig bin von der Person, von der ich das kaufe. Oder nicht so stark abhängig bin von der Person oder von dem Unternehmen, von dem ich das kaufe. Dann sollte ich doch als eine Person, die die Software kauft, das auch mehr wertschätzen, auch finanziell mehr wertschätzen als Software, die einem sagt, so hier kannst du dir kaufen, und übrigens bist du danach eigentlich komplett in einem Dienstleistungsmonopol zu dieser Software. Auch als Unternehmen, ne, wenn man als Unternehmen freie Software bei sich verwendet und das nachhaltig machen will, muss man ja gucken, dass die Leute, die diese Software mit erstellen, auf die ich mit aufbaue, dass sie das weitermachen können. Also wäre es gut, wenn ich danach schaue, dass ich denen wieder was zurückgebe, damit eben jemand, der das jetzt vielleicht, macht das die Person als in einem Hobby. Aber wenn ich irgendwann mal skalieren will, dann habe ich vielleicht auch bestimmte Anforderungen, das auf einem Level zu machen, dass die Person das halt nicht mehr abends in 2 Stunden machen kann, sondern die halt 8 Stunden am Tag dafür braucht. Und dann möchte ich, dass die Person bis dahin in einer Situation ist, dass die auch sagen kann, die andere Arbeit, die ich da vorher hatte, ist mir vielleicht nicht so wichtig. Ich mache lieber diese 8 Stunden, damit das dann tauglich ist, um das in Umgebungen einzusetzen, wo das nochmal andere Sicherheitsanforderungen, andere Qualitätsanforderungen mit erfüllen muss. Ne? Denkst du denn, dass die 4 Freiheiten genauso stehen würden, wenn man damals, als die, sage jetzt mal, formuliert wurden, schon gewusst hätte, dass vielleicht die Hyperscaler einmal kommen und im Prinzip diesen Goodwill ausnutzen können? Ja, genau. Ich bringe da dann immer wieder, wenn ich mit Nico im Streitgespräch bin, das Beispiel von Common Goods mit der Allmend, die vor der Stadt draußen ist und wo wir auch alle miteinander teilen, wo das immer möglich wäre. Und gerade auf dein Beispiel vielleicht Bezug nehmend. Ich meine, im Moment sind es diese bösen Hyperscaler, die wir als Gegner sehen, aber am Anfang der GNU-Bewegung und so, da war es noch IBM. Also es sind da neue Akteure, aber wir sind eigentlich immer noch im gleichen Spannungsfeld, glaube ich. Also ich glaube, von der Situation war das ja, als das in den 80er Jahren freie Software gestartet ist, ne, mit dem GNU-Projekt hier 83, also jetzt vor 40 Jahren gestartet. Da war dieses so Spannungsverhältnisse schon, ja. David gegen Goliath, das war da. Und da haben ja auch alle gesagt, ein Betriebssystem neu schreiben, ne, das schafft man ja nie. Ne? Oder hier alle Komponenten von so da ersetzen. Und das ist doch, also da wurden ja viele als Spinner hingestellt. Ne? Und letztlich, viele Leute haben da mitgemacht, immer dran geblieben und haben das dann geschafft, dass sie ein System gebaut haben, zusammen dann mit dem Linux-Kernel, dass man wirklich diese 4 Freiheiten für das ein Betriebssystem dann hat für alle Komponenten. Und von daher glaube ich, dass das Spannungsfeld hätte das, glaube ich, jetzt nicht so sehr beeinflusst. Wir haben ja bei freier Software Lizenzen. Einmal haben wir einfach Lizenzen, die diese 4 Freiheiten gewähren.
Und dann haben wir noch eine spezielle Form davon. Das sind die sogenannten Copyleft-Lizenzen. Die sagen, du hast diese 4 Freiheiten: verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Wenn du diese Software weitergibst, dann musst du dieser anderen Person oder diesem anderen Unternehmen die 4 Freiheiten, die du selbst bekommen hast, weitergeben. Dadurch hat man dann auch die Möglichkeit, wenn das dann weitergegeben wird, dass man auch wieder an Änderungen rankommt, die da gemacht worden sind. Jedes Mal, wenn eine Weitergabe stattfindet. Die AGPL, die grob gesagt definiert die Weitergabe nicht mit, ich gebe zum Beispiel einen WLAN-Router an dich weiter, verkauf dir den, oder ich verkaufe dir eine CD oder du kannst das von mir runterladen, sondern dass eine Person über Netzwerkzugriff auf diese Software zugreift. Also zum Beispiel die Webseitensystem. Ja? Und dann soll an dem Moment das schon greifen, dieser Effekt. Das war eine Überlegung, wie bekommen wir das hin mit diesem damals unter dem Stichwort Software as a Service. Wie bekommen wir das hin, dass wir dort, diese Copyleft-Lizenz dort trotzdem greift. Genau. Jetzt ist die Frage, wie gut hat das funktioniert? Und das ist gerade so die Diskussion, die bei vielen freien Softwarebefürwortern und Leuten, die sich mehr mit so Copyleft auch auseinandersetzen, immer mehr in die Richtung geht, so richtig gut hat das mit der AGPL nicht funktioniert. Sonst hätten wir diese ganzen Probleme gerade auch nicht. Genau. Und die Leute, die dort auch also viele, die da diese Überlegung mit anstellen, ist dann auch die Überlegung, die Probleme, die wir dort haben, die kriegen wir nicht durch eine Lizenz gelöst. Da sind wir dann wieder bei den anderen Werkzeugen. Genau. Ja, und das ist eben dieser Ansatz, ja, müssen wir in der Lizenz lösen, das greift halt oft nicht. Das ist, wir haben auch immer wieder die Diskussion, ich hätte gerne die Lizenzen, so wie bei freier Software, aber ich möchte nicht, dass mit der Software Menschen umgebracht werden. Ich möchte nicht, dass das Militär das verwendet, dass da irgendwas Böses mitgemacht wird. Unter anderem hier in dem Buch, ne, das sind auch so Überlegungen, die der Erfinder dort hat. Was kann da alles Schlimmes passieren und wie kann ich das verhindern, dass das passieren kann? Jetzt ist die Frage, was muss ich tun, um sowas zu verhindern? Und wie kompliziert ist das? Also jetzt bei sowas wie nicht für militärische Zwecke, ein Rattenschwanz an Überlegungen. Was heißt denn das? In manchen Ländern ist das Militär für die Feuerbekämpfung zuständig oder bei irgendwelchen größeren Desastern, dass sie dort erste Hilfe leisten. In anderen, dann hat man wieder das Problem, dass bestimmte Unternehmen teilweise militärische Sachen machen, teilweise Dinge machen, die nicht militärisch sind. Wo greift das dann dort? Und die größere Frage für mich oft, wenn ich etwas Böses verhindern will, wie viel Gutes verhindere ich durch das, wie ich diese Einschränkung mache? Und wenn man einmal anfängt und sagt, ich möchte jetzt nicht, dass das dafür verwendet wird, jemand anders sagt dann, ich möchte aber nicht, dass das für die Tötung von Tieren eingesetzt wird. Kann man auch gut nachvollziehen. Ne? Jemand anders nicht für Atomkraftwerke. Wieder jemand anders kommt dann und sagt, ja, hier diese Religion nicht. Oder Menschen aus dem Land nicht. Oder nur für den wissenschaftlichen Bereich. Oder manche haben dann auch schon so Lizenzen, nur wenn du Gutes tun möchtest. Und das ist dann halt was, wenn man das dann wieder als Summe zusammen macht. Wie können wir dann zusammenarbeiten in einer vernetzten Welt? Wie können wir Dinge wiederverwenden und letztlich ja auch diese Möglichkeit wahrnehmen, dass ich jetzt wieder das Gegenbeispiel, als kleineres Unternehmen, etwas, was extrem viel Zeit reingegangen ist, was vielleicht auch nur ein großes Unternehmen leisten konnte, mir das nehmen kann und ein bisschen was draufbauen kann und eine Dienstleistung anbieten kann, die ich nie hätte anbieten können. Bekommen wir aber nicht hin, wenn alle unsere Entwicklerinnen ständig an den gleichen Problemen arbeiten und die 100. Software für was machen, sondern das kriegen wir hin, indem wir untereinander teilen, indem wir aufeinander aufbauen. Und das ist halt was, da muss man immer diese Abwägung treffen. Ich sehe auch manche von den Sachen nicht als gut, ja? Aber für mich ist dieser Wert, dass ich andere Leute nicht einschränken möchte und nicht mein eigenes ethisches, moralisches Verständnis auf andere Leute projizieren möchte, das ist mir wichtiger, dass mehr Leute damit beteiligt sein können, wie man das macht. Und dann nehme ich in Kauf, vielleicht, dass auch was Schlimmes mitgemacht wird für mich, aber letztlich vielleicht auch 10 Sachen, die ich nie dran gedacht hätte, was Tolles entsteht.
Sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank für diese Ausführungen. Und ich denke, wir können zusammenfassen, es ist eben doch ein Feature. Hä? Die 4 Freiheiten sind Features, keine Bugs. Ist ein Feature, aber du hast auch sehr schön angesprochen, so Probleme wie digitale Monopolisierung und so weiter. Das führt mich jetzt auch so ein wenig zu unserer nächsten Frage über. Wir machen da so sozial zusammen etwas miteinander als Gesellschaft, aber diese Gesellschaft wird ja schlussendlich auch vom Regierungssystem, von dem Land, wo wir wohnen, reguliert und so. Da war früher sehr viel Wilder Westen, als das Internet noch jung und neu war. Was macht die FSFE momentan, wenn es darum geht, zum Beispiel neue EU-Rechte einzuführen? Macht ihr da Lobbyarbeit oder wo seid ihr da dran, sicherzustellen, dass dieses gemeinsame Gut, was wir da zusammen entwickelt haben, auch eben unser gemeinsames bleibt und wohl reguliert in die Zukunft gehen kann? Also wir haben eben auch als FSFE seit Anfang an sehr stark auch einen Fokus darauf gelegt, dass wir politischen Entscheiderinnen freie Software mit erklären wollen. Denen zeigen wollen, warum ist das wichtig, denen auch erklären wollen, im Gegensatz zu dem, was manche Unternehmen noch, die gegen freie Software damals zumindest auch noch waren, gesagt haben, ja, das ist ja hier Software-Hippie-Kommunismus, ja, da können wir kein Geld mehr verdienen, ja, und wenn das passiert, dann sind alle arbeitslos im Softwarebereich, ne? Da haben wir von Anfang an immer erklärt schon, warum ist das wichtig, was für Vorteile gibt es für die Gesellschaft, ne? Diese Monopole aufbrechen, mehr Wettbewerb, mehr für das Allgemeinwohl. Und das haben wir lange Zeit eben ganz grundlegend, ne? Wir gehen zu politischen Entscheidern und reden mit denen über freie Software. Wir ermutigen unsere Ehrenamtlichen und anderen Leute auch, das zu machen. In anderen Bereichen Menschen gehen, wenn sie sich über irgendwas ärgern, gehen die zu ihren Politikern. Wenn uns was wichtig ist, uns ist freie Software wichtig und das ist wichtig, dass unsere Gesellschaft sich dort ändert, dann müssen wir das eben auch machen. Dann müssen wir auch dorthin zu Menschen gehen, die Entscheidungen treffen können und müssen denen erklären, warum ist uns das wichtig, warum ist das entscheidend für die Gesellschaft und warum ist es nicht was ich am Anfang der 2000er oft gehört habe. Ja, red mal mit den Leuten bei uns in der IT, ja, und was will denn der mit den langen Haaren da, ne? Das war so ein bisschen, aber umso mehr Leute das gemacht haben, umso mehr wird sich dort halt auch mit auseinandergesetzt. Und wir haben dann manche Rahmenkampagnen, wie zum Beispiel Public Money, Public Code, dass wir mal erklären, warum ist freie Software für die öffentliche Verwaltung wichtig, was für Vorteile gibt das, wie kann man das machen und dass wir das weiter verbreiten und schauen, dass das Menschen verstehen. Und dann aber auch spezifisch, wenn es Gesetzgebungsverfahren gibt oder Regulierung erarbeitet wird, dass wir dort auch unsere Hilfe mit anbieten und mit den Menschen über unsere Bedenken, über unsere Überlegungen zu den Punkten mitarbeiten. Im Moment gerade so ein paar von den Themen, die da interessant sind auf EU-Ebene, ist einmal der ist relativ bekannt schon, Cyber Resilience Act, ne, also wo es darum geht, dass mehr Sicherheit für IT-Produkte in einem Bereich, der vorher noch nicht reguliert war, mit aufkommt. Dann die der AI Act, wo es um Regulierung von künstlicher Intelligenz geht. Das ist auch schon beides so ein bisschen weiter. Das wird schon zwischen den Institutionen mit verhandelt. Und dann aber auch die Product Liability Direktive, die dann nochmal diese Gewährleistungssachen nochmal mehr mit regelt. Und das ist so alles so ein Bereich, das sieht man, also früher war das noch so, ja, wie du meintest, so ein bisschen Wilder Westen und diese ganzen Tech-Sachen so, das ist so, da wird nicht reguliert, wir wollen da auch keine Regulierung, da gab es auch sehr stark immer, haben sich die Unternehmen da auch gewehrt, weil die ja auch so gerade so Silicon Valley, diese Mentalität da auch auf sehr stark nicht regulierend geht. Aber wir sehen halt in den letzten Jahren auch, dass immer mehr Länder, vor allem auch in Europa, das sehen, dass man das nicht mehr ganz einfach so sich überlassen kann. Und die möchten dort regulieren. Ob das uns passt oder ob es uns nicht passt. Das ist einfach dort mittlerweile angekommen, dass die sagen, wir sind doch die Leute, die entscheiden sollen, was für Regeln wir in der Gesellschaft haben. Da können wir dann nicht einfach diesen Riesenbereich, der mittlerweile, wo die Unternehmen ja auch so viel mehr wert sind oft als alle anderen Bereiche, dass wir den überhaupt nicht regulieren. Und unsere Aufgabe da drin besteht oft darin, dass wir denen die Spezifika von wie verdiene ich Geld im freien Software-Kontext erklären. Weil oft ist das so, dass sie sagen, ja,
ja, dann packen wir hier mit rein, für nicht kommerzielle Zwecke ist das dann aufgenommen, man muss dann nicht durch bestimmte Zertifizierungen durch oder man muss bestimmte Dinge nicht machen. Sagen wir, ja, Moment, das deckt einen Teil von freier Software ab, aber ein großer Teil, da geht es eben darum, dass damit Geld verdient wird. Von kleineren Unternehmen, von größeren Unternehmen. Das heißt, das muss dort anders formuliert werden. Und im Moment, also in diesen 3 Bereichen, da geht es uns sehr, sehr viel darum, dass bestimmte Auflagen und bestimmte Dinge, die man dann rückmelden muss oder zertifizieren lassen muss, dass das nachher nicht bei den Entwicklerinnen von Software liegt, sondern bei denen, die das deployen. Und dort auch bei denen, die davon signifikant finanziell profitieren. Und dass man da sich als Regulierer überlegt, so, wollen wir eine Regulierung starten, die dann nachher die ganzen kleinen Unternehmen, 3, 4, 5 Leute oder 10 Leute, die denen das Leben extrem erschwert und die sind dann einfach, die schaffen das oft dann nicht mehr, dass sie das alles da durch diese ganzen Prozeduren durchgehen. Auf der anderen Seite, dass ein großes Unternehmen, was die Software dann bei sich auf den Server packt und das dort mit anbietet, dass die das eben machen müssen. Und das sehe ich auch so einen kleinen Punkt da drin, dass dadurch vielleicht sogar auch eine Möglichkeit besteht, dass diese großen Unternehmen, die das verwenden, auch schauen müssen, dass ein finanzieller Ausgleich stattfindet. Genau. Dass die das machen können dort, um diese Zertifizierungen oder andere Auflagen erfüllen zu können. Dann wären wir genau bei deinem Punkt, oder? Es gibt andere Werkzeuge als Lizenzen und da sind wir dann vielleicht wirklich auch an diesem Schnittpunkt. Man sieht dort, dass andere Dinge oft mehr Auswirkungen haben können, als wenn man jetzt versucht, an Lizenzen rumzuschrauben. Und, und da muss man halt immer wieder diese Balance auffinden. Ne? Auf der einen Seite, ja, wenn man mit politischen Entscheidern spricht zu den Themen, kann man sehr gut nachvollziehen, warum die Bereiche regulieren wollen. Das Problem ist oft eben schlechtes Verständnis für freie Software und wie das spezifisch funktioniert. Das muss man halt dran arbeiten, dass man das macht. Du hast vorhin auch Public Money, Public Code angesprochen. Dieser Claim, den haben wir schon in verschiedenen Sendungen, die wir da gemacht haben, auch mitgenommen. Und das ist wirklich eine sehr wertvolle Botschaft. Das ist sehr kurz zusammengefasst das Wichtigste, was ein Entscheider im Prinzip in der öffentlichen Hand wissen muss. Oder? Wenn wir Steuergelder investieren, dann sollen wir das auch in offene Technologien investieren. Und da freut es mich auch sehr, dass wir als Adfinis eben auch mit unseren Lösungen teilweise mithelfen können. Wir haben da ein Projekt, das wir auch schon bei euch in eurem Blog vorstellen konnten, dieses Kaluma, was wir eben auch als Public Money, Public Code Projekt sehen, wo wir in der Schweiz verschiedene Behördenprozesse damit abbilden, auch wirklich als freie Software, wo Kantone gegenseitig sich helfen. Sie investieren einmal das Geld und kriegen dann Features und alle können das nutzen. Also da haben wir tolle Erfolgsstories und dieser Claim, der hat uns auch wirklich geholfen, das Verständnis zu schärfen bei den Entscheidern in der öffentlichen Hand. Alles klar, ganz herzlichen Dank, dass du uns da so ausführlich auch über deine lange Erfahrung jetzt Einblicke gegeben hast in dieses Thema, in das Thema freie Software. Ich könnte da noch stundenlang mit dir weiter diskutieren. Ich denke, wir werden auch noch weiter diskutieren über Freerider und Nicht-Freerider. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du mir geholfen hast, auch im Vorfeld die Fragen vorzubereiten. Danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Stellt eure Fragen und Kommentare gerne rein. Wir werden uns da gerne dann Zeit nehmen, diese zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung und danke dir, Matthias, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und drücke ganz fest die Daumen auch für alles, was jetzt noch kommt, für diese EU-Regulation, für alle Herausforderungen, die da noch kommen werden. Und bin mir sicher, wir werden auch beim Thema AI und ML dann vielleicht in 1, 2 Jahren auch mal wieder zusammen darüber sprechen, wie wir dort die Freiheiten gewähren können. Aber da lassen wir jetzt mal zuerst ein bisschen den Staub setzen und schauen dann, was dort so passiert in diesem Umfeld. Ganz herzlichen Dank und bis bald. Tschüss zusammen. Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal.